Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie the Smart Home. Ja, in letzter Zeit ist es auf meinem Kanal etwas ruhiger geworden. Einige von euch haben mich auch per Mail, per WhatsApp, per Instagram, was weiß ich was, angeschrieben und gefragt, hier Eddie, was ist los mit dir? Bist du gesund? Alles fit? Machst du noch YouTube und so weiter und so fort. Und wie ihr seht, ja, ich bin gesund, mir geht's gut. Wieso es keine Videos gibt, das erzähle ich euch in dem heutigen Laber-Video. Also heute kein Tutorial, kein Produkttest oder was auch immer, sondern ich erzähle euch einfach mal, wieso es seit März 2023 kein Video gab. Also, falls ihr Langeweile habt und mir ein bisschen zuhören wollt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und dann erzähle ich euch alles, was in diesem Jahr passiert ist und wieso, weshalb und warum es keine Videos gab oder ob es überhaupt noch Videos gibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, das letzte Video habe ich im März aufgezeichnet. Das war das Carrera-Bahn-Video. Das kam extrem schlecht bei euch an. Das hat, glaube ich, in der ganzen Laufzeit jetzt irgendwas um die 1000 Klicks gehabt, also in den letzten 6 Monaten. Also megamäßig schlecht angekommen, aber Kapitel abgehakt. So ist es manchmal auf YouTube. Ja, nachdem ich dieses Video aufgezeichnet hatte, ging es wann war das? Im April ging es los. Ich musste mich einer kleinen Meniskus-OP unterziehen. Alles nicht schlimm, alles wunderbar geklappt, aber das Ganze hat sich ein bisschen gezogen. Es hat, glaube ich, irgendwas um die 6, 7 Wochen gedauert, bis das Ganze abgeheilt ist und ich wieder arbeiten gehen konnte. Geplant war eigentlich, dass ich in der Zwischenzeit ja Videos mache, denn es ist ja nur das Knie kaputt oder nur das Knie musste sich erholen und ich könnte ja theoretisch Videos machen. Aber ich habe dann irgendwann mal so ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Arbeitgeber, aber ich wollte das jetzt einfach nicht irgendwie riskieren, dass ich in der Arbeit krankgeschrieben bin und hier zu Hause dann Videos aufzeichne. Deswegen habe ich mir das ja dann gelassen und habe halt keine Videos gemacht und so sind dann halt die ersten 6 oder 7 Wochen vergangen nach der Meniskus-OP, in der ich keine Videos gemacht habe. Das heißt, da waren wir dann irgendwo Ende Mai ungefähr und dann bin ich wieder 2, 3 Wochen arbeiten gegangen. Der Juni war ja relativ schön, also zumindest hier bei uns und ich hatte absolut keine Lust nach dieser langen YouTube-Abstinenz irgendwie wieder hier ins Studio zu kommen und irgendwelche Videos zu machen, denn die Aufrufzahlen der Videos ist extrem runtergegangen. Okay, das hat halt auch ein bisschen was damit zu tun, dass keine neuen Videos gekommen sind, deswegen ja, mag der Algorithmus mich aktuell nicht so sehr und empfiehlt die Videos nicht, aber auf jeden Fall denke ich mal, es waren auch relativ viele von euch nicht am PC, sondern haben das schöne Wetter im Mai, im Juni genossen und waren einfach draußen und wollten sich nicht vor den Rechner setzen. Deswegen habe ich mir gedacht, es macht jetzt absolut keinen Sinn, irgendwelche Videos hochzuladen, die sich dann keiner anguckt, weil das Wetter gerade aktuell draußen so schön ist. Ja, Anfang Juni war es dann wieder soweit. Ich konnte wieder arbeiten gehen, aber das hat auch nicht wieder sehr lange gedauert. Ich war, glaube ich, 2, 3 Wochen oder sowas arbeiten. Dann bin ich wieder krank geworden. Diesmal irgendeine grippaler Infekt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat es mich richtig heftig erwischt. Meine Frau musste mich aus der Firma abholen, weil ich einfach kein Auto mehr fahren konnte, nicht mehr laufen konnte. Mir hat alles wehgetan. Das heißt, ich war wieder, ich weiß nicht mehr, 3, 4, 5 Tage richtig ins Bett, am Bett gefesselt, konnte nicht raus und ja, war dann halt wieder krankgeschrieben. Ja, und nachdem ich wieder gesund wurde, bin ich dann, glaube ich, wieder arbeiten gegangen. Ich muss gerade hier mal nachgucken. Genau, dann Ende Juni bin ich dann wieder arbeiten gegangen, aber ich dachte, ich brauche irgendwie so eine Abwechslung zu YouTube, denn ins Studio wollte ich nicht, aber ich wollte irgendetwas anderes machen. Und da habe ich dann wieder mein altes Hobby angefangen. Also Ende Juni war das, glaube ich, Ende Juni, Anfang Juli habe ich dann wieder angefangen mit dem Fahrradfahren. Ich bin früher, bevor ich YouTube gemacht habe, sehr viel Fahrrad gefahren und sehr viel gejoggt, sage ich mal. Und ja, das Joggen fällt jetzt weg mit der Meniskus-OP, deswegen wieder aufs Fahrrad aufgestiegen und bin dann richtig viel Fahrrad gefahren. Also für die Verhältnisse, dass ich die letzten 7 Jahre kein Fahrrad gefahren bin. Ich lese mal gerade ab, hier im Juli 560 Kilometer, im August 890 und jetzt im September, wir haben jetzt den 5. September, habe ich 225 Kilometer in 4 Etappen hinter mich gebracht. Die eine Tour war 120 Kilometer lang, also das war ein neuer, nicht Rekord, aber seit 7 Jahren die zweitlängste Strecke, die ich gefahren bin. Die längste war, glaube ich, irgendwas mit 150 Kilometern an einem Tag.
und jetzt waren es halt 120 Kilometer mit meinem Mountainbike, also kein Rennrad, kein E-Bike oder irgendwie sowas, sondern allein durch meine Muskelkraft, Willenskraft oder wie auch immer. Ja, Fahrradfahren, das ist so ein Thema, bevor ich mit YouTube angefangen hatte, beziehungsweise, ja, muss man ein bisschen weiter zurückspringen. Bevor das Ganze mit YouTube angefangen hat, bin ich sehr viel Fahrrad gefahren und gejoggt. Dann ist meine Frau schwanger geworden und kurz nach der Schwangerschaft ist meine Frau schwer krank geworden und da war einfach keine Zeit mehr fürs Fahrradfahren und fürs Joggen. Und nach circa einem Jahr oder sowas hatte ich mir irgendwie ein alternatives Hobby gesucht und bin auf das Thema Smart Home gekommen, hatte mit dem Smart Home angefangen, habe natürlich wie viele von euch auch zuerst mal YouTube-Videos angeschaut und mich informiert, was es da gibt, wie das alles läuft. Aber irgendwie haben mir die Videos nicht wirklich zugesagt. Es haben so ein paar Informationen gefehlt und ich dachte, bevor ich jetzt in die Kommentare schreibe, das ist scheiße, das gefällt mir nicht, habe ich mir gedacht, mache ich es selber und probiere es besser zu machen. Und so kam ich halt zu YouTube. Das Problem dabei war, YouTube, umso mehr Abonnenten, umso mehr Videos ich gemacht habe, umso mehr Kilos sind draufgekommen. Und ich bin irgendwo von 90, 95 Kilo auf bis zu 110 Kilo in der Spitzenzeit vor, ich glaube, 1,5 Jahren hochgegangen. Das sieht man halt hier nicht unbedingt so sehr, weil der Bauch unten unterm Tisch versteckt ist. Aber ich wollte eigentlich immer zweistellig bleiben, nie dreistellig werden und habe es dann doch geschafft, mit Hilfe von YouTube dreistellig zu werden. Und jetzt habe ich halt wieder den Entschluss gefasst, dass diese dreistellige Gewicht wieder weg muss und ich möchte wieder auf meine 90, 95 Kilo und deswegen habe ich bin ich in letzter Zeit sehr viel Fahrrad gefahren, einfach um die Kilos wieder loszuwerden. Und das ist halt auch einer der Gründe, wieso es aktuell keine Videos gibt, weil ich mich einfach darauf konzentriere und die Zeit vor allem auch mit der Familie genieße, denn ich habe auch in der Zwischenzeit noch Elternzeit gehabt. Das war auch noch so eine Geschichte und da wollte ich auch keine Zeit hier im Studio verbringen, sondern die Zeit mit meiner Familie verbringen, denn ich bin ja vor einem Jahr nochmal Vater geworden und jetzt war halt nochmal die Elternzeit dran und habe halt, wie gesagt, viel Zeit mit der Familie und auf dem Fahrrad verbracht. Ja, was bedeutet das Ganze jetzt für YouTube? Also YouTube wird auf jeden Fall weitergehen. Geplant war eigentlich, dass ich jetzt Anfang September wieder loslege und Videos für euch erstelle. Problem ist, das Wetter ist dazwischen gekommen. Wir haben ja diese Woche extrem schönes Wetter und ich glaube, nächste Woche wird auch nochmal richtig schön. Diese Woche sollen es ja bis zu 30 Grad hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet werden. Und deswegen verschiebt sich das Ganze. Aber da ich so vielen von euch, die mich angefragt haben, wie es mir geht, geschrieben habe, dass es im September wieder losgeht, habe ich gedacht, ich nutze heute mal meinen Ruhetag vom Fahrradfahren und nehme mal so ein kleines Statement auf. Und wie gesagt, es wird wieder Videos geben. Das wird jetzt halt nochmal 1, 2, 3 Wochen dauern, je nachdem, wie schön das Wetter ist im September. Und sobald das Wetter es wieder zulässt und ich nicht mehr so viel Zeit auf dem Rad verbringen kann, dann wird es wieder ins Studio gehen. Ich habe schon Anfang des Jahres mir extrem viel vorgenommen, extrem viel vorbereitet, was Videos angeht, mir 1000 Ideen aufgeschrieben, die ich umsetzen möchte. Also im Kopf ist alles drin, es muss jetzt halt nur auf die Kamera gebracht werden oder auf YouTube gebracht werden. Also es gibt definitiv weiterhin Content, es wird sich halt, wie gesagt, ein bisschen ziehen. Also, ich hoffe, das Laber-Video ist nicht allzu lang geworden, denn wie immer, ich kann mich nicht so wirklich kurz fassen. Und ja, also mir geht's gut, danke der Nachfrage und man sieht sich in 2, 3 Wochen oder sowas. In diesem Sinne, macht's gut, genießt das Wetter und bis dann.